German Television bekommt ein neues Auto, einen neuen Affinity, wahrscheinlich im März. Wir werden im März oder im April werden wir nach Polen fahren und werden das zusammen abholen, haben wir gesagt, wir zwei. Peter Fischer, Nothelfer, du kommst aus Rottweil und bist der größte Affinity-Partner Europas. Das Ganze in Rottweil. Wie kamst du Affinity? Wie kamst du dem Auto? Ja, ich kenne die schon länger, den Jacek und den Norbert. Die kenne ich jetzt mittlerweile 10 Jahre und vor 3,5 Jahren haben sie ja die Firma Affinity mit Kabe gegründet und seitdem sind wir da mit dabei. Das ist eine Heckform, das ist wahrscheinlich GFK hinten, was gemacht ist? GFK, das kommt jetzt aber später aus Fiberglas. Das ist das erste Musterauto. Es gibt auch noch kleine Veränderungen. Die Heckklappe wird etwas höher geschnitten, dass wir einfach einen besseren Zugang noch haben zum Kofferraum dann. So, das sind nur ein paar Zentimeter, muss man sagen, aber das macht im Raumgefühl immer unglaublich viel aus, sowohl an der Seite, die Backen. Fahrzeuglänge hier? Also die Basis ist, das Fahrgestell hat 5,99 Meter. Unter 6 Meter? Unter 6 Meter und dann machen wir die normalen Hecktüren weg von dem Fahrzeug und dann kommt dieses Heck hin, dieses aus Fiberglas oder GFK, wie man es auch nennt, und dann wird das Auto 12 cm länger und das sind wir bei 6,12 Meter. Also ein Slide-Out, ein fester. Ja, genau, können wir eigentlich so sagen. Komm, wir zeigen das mal. Ich komme gleich zu dir, Simone. Truma 6D, da kommt der neue Auslass jetzt, gell? Ja, genau, das ist noch die alte Dieselheizung und der neue Auslass ist das so wie bei der Gasheizung. Und hier vorne ist zum Befüllen, nehme ich an? Zum Befüllen kann man auch, gibt es Gasflaschen. Okay. Hier kommt jetzt das Wasser rein. Das Wasser rein, so. Das ist jetzt ein Volkswagen/MAN. So, und da sieht man sehr schön, das ist ein tolles Fahrzeug. Hat jemand schon mal nach Allrad gefragt? Weil den gibt es auch als Allrad. Ja, natürlich. Das wird auch kommen. Also wir werden das in die aufpreispflichtige Liste nehmen und dass der Kunde dann entscheiden kann. Wir wissen bloß noch nicht, in welchem Radstand wir das machen und in welcher Höhe. Das ist so, denn die meisten, muss ich ja sagen, sind mit dem Auto recht zufrieden. Es ist nicht so schwer, dass man mit dem Frontantrieb gar nicht durchkommt. Man kann natürlich auch hier eine AT-Bereifung drauf machen. Das bringt schon mal sehr viel, also wenn ich auf der Wiese bin, oder? Ja, auf alle Fälle. Also wir rüsten meistens die Räder oder das Rad auf 18 Zoll und machen einen tollen Reifen drauf, wo dann auch durch Matsch und Schnee kommt. So, also der Reifen ist viel entscheidender. Dann den Luftdruck zu reduzieren ist schon mal wichtig. Also es gibt viele Tipps, muss nicht mehr der Allrad sein. Aber das Heck hier, das ist doch ein richtiger Hingucker. Das sind die Backen, die das verbreitern auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten hier die Fahrerseite, wo das Bett ist, dass das Bett breiter wird. Und auf der anderen Seite dann, dass das Bad breiter wird. So, Rückfahrkamera ist drin, inklusive? Alles Standard. So, hier oben Affinity. Das ist das neue Logo, was jetzt da, was das erobert. Wie viele Fahrzeuge habt ihr gebaut bisher? Ungefähr, Hunderte. Also im Jahr so circa 400. 400 im Jahr. 1000 Autos müssen das jetzt sein. So, Seitsfenster hinten, auch die kann man auf Echtglas umrüsten. Ja, natürlich. Das geht, also wenn das jemand haben möchte, das ganz edel haben möchte. Was habe ich noch an Zuladung hier bei dem? Bei dem Auto habe ich so circa 400 Kilo Zuladung, 420. Man kann ihn auflasten? Man kann auch auflasten auf 4,25. Was So. ist bei dem Gewicht, also so wie er da ist, schon dabei? Also was kann ich noch zuladen? Also wie soll ich es ausdrücken? Was nimmt man so mit? Ja, nee, weil manchmal ist ja der Fahrer und das Achso, was normalerweise inklusive Ist da ist. alles mit drin bei dem Gewicht. Also dann kann ich noch 400 zuladen. Genau. Also der Fahrer mit drin, Dieseltank 80%, glaube ich. Eine 11 Kilo Gasflasche 100 Liter? und 20 Liter Frischwasser. 20 Liter. Das wollte ich wissen. Mach mal auf hinten bitte, sei mal so lieb. Ich glaube, das ist zugeschlossen, weil ich das vorhin schon mal probiert. Ah, doch. Okay, dann war es schon halbe offen. Also vielleicht nochmal so eine kleine Lanze für dich. Ja? Du bist jetzt keine, die dran reißt, wenn es nicht direkt aufgeht, weil das Nee. sollte man auf der Messe nicht, da macht man viel kaputt. Der Dann Peter, warte ich lieber auf den Peter. Peter kniet sich mal gerade hin. Klappräder passen hier super rein, oder? Klappräder passen hier rein. Und wie gesagt, wenn jetzt die Klappe noch 5 cm nach oben kommt, dann haben wir noch einen besseren Zugang. Ah, die 5 cm, das ist Welt, oder? Ah ja, natürlich. Und wir sind jetzt auch noch am Überlegen, ob wir die Elektrik hier rausmachen. Und auch die Gasflasche, die ist hier drin. Also Und vorne. dass wir jetzt zum Beispiel die Dieselheizung einbauen und eine kleine Gasflasche unter den Herd machen. Und dann habe ich diesen Raum, diese Tiefe bis zur Gasflasche, könnte ich komplett frei machen und dann habe ich noch mehr Platz in der Breite dann. Ich hatte ja auch die Dieselheizung, die klappt richtig gut. Ja. Tipp ist nur, ab und zu mal voll aufdrehen. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Also die auch im Sommer, wenn die warmes Wasser macht, also dann wird die vielleicht nicht immer so ganz heiß. Aber ich hatte gar kein Problem mit Verrußen. Also das, was mir die Leute erzählt haben, ist in der Praxis nicht passiert. Ja.
Also das ist wichtig, man sollte sie mindestens einmal im Monat laufen lassen, eine Dieselstandheizung. So, hier die Dometic-Toilette, die lässt sich auch sehr gut entnehmen, weil sie ist nahezu eben. Riesentank, 19 Liter mit drin und du hast eine Durchlademöglichkeit nach vorne für die Hunde zum Beispiel. Ja, theoretisch kann jetzt hier auch mal ein Hund oder was Sperriges kann man durchladen. Oder auch ein Surfbrett, ne? Oder eine Simone, wenn du mal kurz reingehst, sei mal so nett. Ja, du hast dich da ja jetzt gerade, aber da kann man mal schön sehen. Angeboten, da kann man eine Norm Simone kann man hier reinpacken, bis ganz hinten hin, sogar 2. Also das Hier wird es jetzt eng. ist ein riesen Kofferraum, oder? Ja. So, dann wir kommen mal gerade durch, bleib mal da und dann sagen wir dir mal Hallo. Und wir öffnen mal das Auto, wie es hier steht, kostet es 101.490 €. Das Wichtigste ist hier schon drin, Peter. Ja. Das ist nämlich die Duschtassenmatte aus Holz. Das muss man sagen, kostet 170 € unbedingt kaufen. Bitte nicht sparen. Ja, also das ist sehr angenehm, wenn man halt im Bad sich befindet. Ich muss es allerdings sagen, ich habe sie heute hier rausgemacht, weil man hat uns was kaputt gemacht, deshalb ist sie gerade nicht drin. Aber die ist sehr angenehm vom Gefühl her. So eine Messe ist ja auch ein guter Beweis für Qualität beim Bauen. Ja? Was man alles noch. Was da passiert bei dem Ding? Ja, da ist unten so ein Stopfen abgebrochen und dann so ein Gummistopfen, also nichts. Dann reibt die dann, oder? Und dann hat sie immer gemacht. So, komm, wir gehen rein und jetzt kommt was Besonderes. Mach mal bitte die Tür zu, Peter. Ja. Sie klopft schon. Und das ist, bitte mal oben zu machen. Mach mal oben das Hicki zu. Das da langt schon mal, dass wir mal sehen, was jetzt hier passiert, ist unglaublich. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Jetzt ist hier Feierabend, Peter. Jetzt ist Ruhe. Merkst du, wir sind auf einer Messehalle und die Messehalle hat eine Belastung, das kriegst du abends erst mit, wenn du alleine ins Hotelzimmer fällst oder in deinen Camper. Das ist so laut. Achso, Simone ist da. Hallo Simone. Du hast die Simone vergessen. So. Hallo Simone. Hallo. Ich musste gerade den Leuten erklären, warum ich hier drin sitze. Und du kommst hier raus? Da komme ich nicht raus. Du kommst nicht durch. Dann komm mal außen rum. Ja. Es war ein Versuch, also hätte ja mal sein können. Also die ist halt zu dick, die Simone, ja. Das ist, die kommt da nicht durch, wie es ist. Wir stehen gerade in einem 6-Meter-Auto, also es ist ein bisschen größer, aber die hinten 6 Meter sind geblieben, der Überhang ist noch ein bisschen da. Muss man natürlich aufpassen. Die Rückfahrkamera sitzt oben, oder? Dass sich das ja nicht... Nein, sie sitzt oben. Okay. So, wir sind auf 6 Meter Ja, und jetzt... Das war gerade lustig, die Kollegin wollte mich nicht reinlassen. Da habe ich gesagt, ich gehöre zum Filmteam, also sie macht ihren Job super. So, bitte mal da hinsetzen und mal sagen, wie sich das anfühlt. Breit und geh mal ruhig mal in die Mitte, mal komplett in die Mitte rein. Da hast du einen Sitz komplett für dich alleine und der Sitz, der wird sehr oft vom Beifahrer auch verwendet. Wenn der Fahrer fährt und hinten kann man noch mal was arbeiten. Den Tisch darf man nicht während der Fahrt benutzen, muss man sagen, sollte man nicht. Aber einige tun es halt trotzdem. Und der ist da drin in der Wand versteckt. Peter, zeig mal, wie das geht, bitte. Das war das. Du kannst ruhig sitzen bleiben, Simone. Ja. Der Peter, kommt mal ganz kurz. Jawohl. Mach das mal hoch. Und hier kann man sehr schön sehen, es gibt einen Bettumbau, den werden wir auch heute mal zeigen. Ist das noch ein Prototyp hier, Peter? Das ist noch der Prototyp, ja. Hier sieht man jetzt das Bett, wenn es ausgeklappt ist. So 1,80 Meter? 1,80 Meter Länge. So, und jetzt kommt das Geniale. Du weißt ja nie, wohin mit dem Tisch. Und das habt ihr noch mal verbessert, oder? Ja. Aha. Das ist auf den Millimeter genau, ist das gefertigt und passt auch. Und jetzt kommt das Besondere, da ist der Stempel. Dann, der wird eingehangen hier vorne. Und dazu muss man die Auflage, halt ruhig mal fest, genau, kommt oben drauf. Sodass, wenn man ihn mal nicht braucht, ihn komplett verstauen kann. Und jetzt können 2 Personen face-to-face, können komplett miteinander frühstücken, können alles machen. Ist das nicht toll? Stabiler Tisch, oder? Ja. Hier haben wir jetzt mal das helle Holz. Vorher im Auto hatten wir das dunkle Holz, aber das kann der Kunde wählen. Das Dunkle ist edel, muss man schon sagen. Ja. Das erinnert mich ein bisschen mehr an Yachtbau und Co., das Dunkle, was da ist. Aber das Helle macht nur ein bisschen mehr Raumgefühl, oder? Ja, finde ich auch. Und auch in Verbindung mit den grauen Oberflächen. Was kommt bei euch besser an? Also ich mag das Dunkle besser, muss ich ehrlich sagen. Das Helle haben wir trotzdem bestellt, glaube ich, weil wir gesagt haben, ich weiß gar nicht, was haben wir bestellt? Ja, wir haben das Helle bestellt, aber ich habe auch noch eine kleine Überraschung dann. Für mich? Ja. Echt? So, hier ist die Automatik mit drin. Das willst du mir jetzt natürlich nicht erzählen, das kommt erst später, ne? Das ist, ja, nicht ganz, das ist die Automatik, das ist richtig, aber das Radio ist das kleine Radio. Ach so, jetzt. Ja. Nein, ich kann, nee,
ich habe mir jetzt überlegt, wenn du diese glatten, diese Hochglanzfronten, können wir anders machen. Wie denn? Weil ich hatte jetzt einen Kunden, der wollte es in Holzoptik. Gerade vom Yachtbau ist ja meistens alles aus Holz. Und ich habe jetzt dazu gesagt, du Jacek, machen wir dieses in Grau matt. Und das kommt bestimmt super gut in Verbindung mit dem hellen Holz. Und mit dem wollte ich dich überraschen. Mache ich. Ich nehme, also ganz ehrlich, ich habe das Auto von ihm komplett konfigurieren lassen. Ich habe gesagt, bestell einfach los, weil dem Mann, das Schlimme ist ja, du kannst es nur verschlimmbessern. Du kannst dann sagen, okay, ich habe dann 2 Personen, ich habe das. Und da habe ich gesagt, ich will vielleicht noch eine Lithium rein und so, aber den Rest mach du. Bestimm du die Farben, machst du das. Dem Mann kann man vertrauen, denn er verkauft seit langer Zeit Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen. Ja, hast du doch auch am Hof, oder? Ja, wir haben alles. Ja. Wir waren ja 90 Jahre Opel-Händler, 15 Jahre Wie 90? Peugeot-Händler. 90 Jahre. 90 Jahre, ja. Aber jetzt machen wir nur noch Service. Die hießen damals auch Stellantis, oder? Opel? Nein, Opel. Opel. Stellantis kam ja dann erst mit Fiat. Fiat, Peugeot, Citroën, Opel. Guck mal hier. Dieses. Die bringt mich um die Messe hier, hustenmäßig. Das Raumgefühl hier, geh doch mal hin, bitte aufs Bett drauf. Das ist ein Bett, das ist so umstritten, weil die Leute dann immer hingehen, Peter, du weißt das selber, die kommen dann hin und sagen, das Bett ist viel zu klein. Und ich habe es ja benutzt, da war meine Tochter und noch eine andere erwachsene Person war drauf. Und das war überhaupt kein Problem. Alleine ist das der Hammer. Und dadurch, dass jetzt da keine Tür mehr dahinter ist, ich hatte ja einen Vorhang mit dabei, hast du ein Gefühl hier drin, das ist so heimelig, oder? So ist es, genau. Schnucklig, man muss kuscheln hier. Und jetzt zeige ich euch noch was wir verändert haben. Weil wir waren schon mal, wir 2 in dem Auto. Ja. Wir sind auch schon da gelegen. Da sind wir mit dem Kopf hierher gelegen. Die Wand war, bei dem letzten Auto ging die gerade. Ja, da haben wir immer gedacht, Mensch, was machen wir denn oben mit den Schultern und mit den Ärmeln? Und jetzt haben wir das Bad komplett verändert und jetzt geht es schräg. Das heißt, wir haben jetzt viel größere Breite oben im Schulterbereich, da wo ich die Breite brauche. Also nochmal, wo ich die Schulter bin ich ja öfter breiter als an den Füßen, korrekt? Genau. So, und da kennt man ja. Und das heißt, die Füße brauchen nicht so viel Platz. Und das ist ja genial. Ja. Ihr habt so viel Raum gewonnen, oder? So viel Raum hat er gewonnen, ich muss mal überlegen, die sind bestimmt da oben 10 cm. Und das ist eine Welt. Ja. Da können 2 Leute, Peter, geh mal bitte drauf und bitte mal neben die Simone. Ja, gerne. Dann sieht man auch mal 2 erwachsene Personen. Du bist, wie groß bist du, Peter? 1,78. 1,78. Und hier siehst du wirklich, also beide Personen, übrigens, dieses Spanbetttuch wird gewaschen. Also das ist keine Angst, das ist nicht direkt auf dem Polster drauf, nicht, dass die Leute sich beschweren. Die könnt ihr nur mit Schuhen drauf. Das ist ja auf der Messe, kommt das runter. Es gibt Affinity Spanbetttücher, sehe ich gerade. Ja, ist drauf. So, und dann Genau. siehst du hier vorne dieses kleine Stück da. Das ist wahrscheinlich genau das Stück, was es größer wurde, gell? Dieses Möbelstück da. Siehst du das? Ja. Boah, das ist eine Welt. Oder ist es Blende? Das ist eine Blende. Ah ja, okay. Aber da kann man schon aufmachen. Ja. Die da. Also jeder Raum ist genutzt, auch hier hinten. Guck mal das tiefe Fach da an, wo du da hast. Da ist ein Fach Kannst du drin. nur das Handy reinlegen. Hier. Simone, ich geb dir mal die Kamera, da kannst du mal reinfilmen. So, das Kamerakind Simone. Vorsicht, nicht oben anfassen. Ja, ich halte es nur zur Stabilisation. So, nicht da anfassen, Simone. Genau. Jetzt siehst du mal, wie schwer es ist. Dann immer, wie kann ich denn jetzt drehen? Ein bisschen drehen. Ja, machst du gut, Simone. Ich bin ganz... Ja. Guck mal, das tiefe Ding. So, Das ist anstrengend. so, ich gehe jetzt mal, Simone, und da kannst du das machen in Zukunft. Der Peter, aber wir können es ja gleich mal, ist schon ganz schön schwer, oder? Ja. Das mache ich den ganzen Tag, so 10 Stunden am Stück, ja, wie es da ist. Peter, du liegst da gerade in so einer Ecke drin und das ist natürlich toll. Da ist jeder Millimeter genutzt, ja? Ja, klar. Da ist die Box draußen, ne, wo du drin Den bist. Bauch ein bisschen reinziehen. Ach, du bist ja nicht dick, Peter. So, dann Küche ist hier auf der Seite. Das muss ich mal gerade zeigen. Das war ja bei dem anderen, war das ja gegenüber. Und das ist natürlich an der Stelle viel, viel besser. Im Sommer kannst du einfach die Tür aufmachen. So ist es, genau. Schöne, schmale, kleine Zeile. Und wie gesagt, da ist jetzt noch meine Idee, wenn man auf Dieselheizung geht, dass man hier vielleicht nur eine kleine Gasflasche reinmacht, so 3 Kilo Campinggasflasche. Das langt ewig, also zum Kochen. Genau. Da bin ich jetzt muss ich eine Überzeugungsarbeit leisten bei Jacek.
Viele Dinge sind für den deutschen Markt eingeflossen. Man sieht also auch hier das Design. Das ist wirklich absolut 100% deutsch, schweizerisch. Das ist nicht französisch, russisch, türkisch. Das ist hier bei den deutschen Kunden, die finden das genial. Also das siehst du hier am Stand, was hier los ist. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Also die Produkte kommen sehr, sehr gut an. Also das helle Holz gefällt mir immer besser, je länger ich jetzt hier drin bin, weil es alles so stimmig da hinten. Ja. Was ist das für ein Material? Ist das so ein Praktimikofaser oder was hinten? Ja, das ist so Deko, wo da drauf ist. Hast du einen Fernseher hier drin? Ja, der Fernseher kommt dann hier rein. Das wird dann etwas anders angeordnet und dann kommt der Fernseher hier rein zum Aufklappen, rausfahren, wie bei den anderen vorher auch, von vorne gucken und von hinten gucken. So, und da ist der Kühlschrank. Da haben wir den Kühlschrank, genauso wie vorher, mit 90 Liter. Erwähnenswert ist, das komplette Fahrzeug hat auch hier einen Doppelboden, korrekt? Nein, nur hier sind es spezielle Stufen, dass man leichter ins Bett kommt. Wir konnten bei diesem Auto keinen Doppelboden machen, weil das Auto hat nur eine Höhe von 2,50 Meter. Kann man eine Fußbodenerwärmung machen? Ja, natürlich. Das geht. Also das kann man auch mitbestellen. Teil der Preisliste. Fußbodentemperierung. So, und das kann man machen, da hat man keine kalten Füße. Ja. Und das geht dann mit Wasser? Nee, mit Strom. Mit Strom. Nee, Ja, genau, die geht mit Strom. Da brauchst du entweder einen Wechselrichter oder einen Landstromanschluss. So, ein großer Kleiderschrank für einen Kastenwagen. Um die Ecke. Da ist noch Platz. Ja. Okay. Das ist größer als man denkt. Etwa 15 T-Shirts kriegt man da rein, wenn man nicht die normalen Bügel nimmt, sondern die aus der Wäscherei. Die Drahtbügel. Ja. Die nehme ich immer. Okay. So, und dann jetzt kommt... Der Tipp für Camper. Ja, absolut. Nehmt die Drahtbügel, die klappern dann und dann schmeiße ich die mal weg. Ab in die Tonne. Ja, die werden entwertet beim Altmaterial, weil ich habe 1000 davon rumliegen zu Hause. Mhm. Du ja auch. Und das, da musst du mal bitte reingehen, Peter. Du bist der Größere. Ja, da hat man es repariert. Okay. Man hat es repariert. Nein. Geht drauf. Nein, hat es nicht repariert. So. Aber wahrscheinlich hat man es reingelegt, dass wir es zeigen können nochmals. Mhm. Da haben wir jetzt quasi, jetzt mache ich es nochmal runter, das Klappwaschbecken. Mhm. Du bist 1,78 Meter. 1,78 Meter. Ja. Und hier auch nochmal ein 230 Volt Anschluss hier drin. Mhm. Zahnbürste. Auch nochmal schön tief das Ganze. Das Klappwaschbecken nochmal rausklappen, bitte. Das war ein bisschen schnell. So, Klappwaschbecken, das läuft da hinten raus und das ist in der Praxis genial. Das kann man nämlich sogar beim Duschen auflassen. Das ist interessant. Denn ja, es spielt ja keine Rolle. Es darf nass werden, das ist das Besondere. Das ist alles nochmal abgedichtet an der Seite. Da kann nichts passieren. Und dann die Dometic-Toilette. Und wir lassen mal die Simone gerade rein. Peter, bitte mal tauschen. Auf Wunsch bekommst du natürlich hier auch die Trenntoilette. Die Trenntoilette. Ja, das darf die Simone mal rein, die hat da besser Platz wie ich. Es ist ja kein Notbad. Also ich kann dir mal Kastenwagen zeigen, Peter. Da haben Bäder, die sind noch viel, viel kleiner. Und jetzt sieht man mal schön, das geht hier runter. Simone, kannst also dich drehen, du kannst alles machen. Da unten ist das Lattenrost, was so ein bisschen knarrt. Das wird in der Endversion nicht im Prototyp besser, oder? Ja, da ist unten so ein Gummipfropfen kaputt gegangen und deshalb knarrt es so. So, und da kannst du drin duschen. Da an der Seite ist die Dusche. Da ist er. Festgemacht extra oder muss ich einfach ziehen? Einfach ziehen, das ist ein Magnet. Ich hatte ja das Auto schon. Also erinnert mich viel auch an den anderen, aber ist doch viel anders. Also die Küchenanordnung ist schön, das gefällt mir gut. Es ist schon, die Küche ist ganz anders, weil die nicht eine Art L-Küche, aber der Herd und das Spülbecken ist quasi an der Schiebetüre. Aber was ist da drunter unter dem kleinen Teil? Schauen wir mal rein. Gucken wir mal rein. Also. Die Küche wird noch 5 cm höher. Da haben wir die Ablaufhähne. Die Ablaufhähne? Für den Boiler und für den Frischwassertank. Innen, das ist geil. Guck, diese 2 gelben Hebel. Okay, und jetzt wird's spannend. Tada, tada, tada. Geht das Bett? Ja. Das musst du mal zeigen, weil ich habe eben was gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Dazu kommt der Tisch rein in die Halterung. Und das führt ihr, glaube ich, nicht so oft vor, deswegen habe ich ein Foto gemacht. Jetzt bauen wir es auch wirklich mal um. Weil der Peter ist staatlich lizenzierter Bettumbauer bei Affinity. Ich glaube, so oft wie du Betten umgebaut hast in deinem Laden. Das ist, aber die Leute wollen es immer wieder sehen, oder? Ja. So, das machen wir auf. Das ist sowas von easy. Das dritte Bett, also ähnlich jetzt wie beim Affinity One, sag ich mal. Ganz einfach. Und ich habe hier einen schönen Griff, dass ich mir nicht... So, einmal, zweimal. Das ist neu. Zeig. Bitte nochmal zurück. Da habt ihr euch was einfallen lassen, damit das Ganze noch verlängert wird. Ne? Zack, raus. Hochklappen. Und
Zack. Zack. So, Unglaublich. bitteschön. Jetzt- Geh mal drauf. Jetzt ein kleiner Topper drauf. Topper ist ganz wichtig. Also kauft euch bitte einen Topper. Andersrum, bitte, Simone. Drehen wir. Das was machen. Genau, hier der Topper und dann zwei Der Kopf- Vorteil ist, dass du hier jetzt hinten dein Kopfkissen reinmachen kannst und hast noch mehr Platz, weil das weich ist auf der Seite. Ich kann dir persönlich sagen, 1,80 Meter Länge, oder? Ja. Und dann hast du hier einen Schläfer, aber ein Topper muss drauf. Ist ein bisschen hart. Ich glaube, dir macht das nichts. Du bist sehr leicht, aber ich mit meinen 87 Kilo, ich muss da, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Ich dachte, du sagst jetzt du mit deinen 18 Jahren. Toll. Ja. Kommen wir mal einen Schluck. Ich habe keinen Bock mehr mit der zu drehen. Das ist wirklich, die ist immer so unverschämt zu mir. Ich bin so nett, weise auf Dinge hin, wie eine drahtlose Ladestation zum Beispiel, die hier an der Seite drin ist, auf die Betten und alles drum und dran. Und da schimpft die dauernd, die macht sich dauernd lustig über mein Alter und sagt, hey, du fühlst dich doch so ganz jung, aber in Wirklichkeit bist du ja ein alter Sack. Und Das habe ich noch nie gesagt. das hast du gedacht. Nee. Gut, da hast du gesagt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist doch das optimale Städtereisen-Auto. Ja. Das heißt, du kannst es hier ausklappen, kannst die Maria mitnehmen. Du kannst da hinten, ihr könnt dann vorher knobeln, wer schläft vorne, wer schläft hinten. Ansonsten schlaft ihr beide zusammen hinten. Das ist ja auch. Beide vorne. Aber das hier, dieses Bett hier, das ist doch die Lösung für ganz viele Probleme, oder? Ja, es ist klasse. Wie gesagt, im Sommer, wenn es mal richtig heiß ist und da hinten, das wird so eng, dann gehe ich nach vorne. So, da sind wir. Komm raus, Peter. Wir machen die Abmoderation. Die Leute wollen ins Auto rein. 101.490 Euro. Wir haben bestimmt noch viel vergessen. Wir fahren nach Polen. Das liegt zwischen Estland und Deutschland. Ein tolles Land, muss man sagen. Du warst schon oft da. Ja, es ist südlich von Warschau, in Lodz ist es. Sehr schön. Ich war ja selber schon da, haben das Video gemacht, da haben wir wirklich alles gezeigt, wie das gefertigt wird. Das ist richtige Manufakturqualität, als hätte es eine, ich sag mal, du kennst ja viele tolle Ausbauer, die vom Preis natürlich auch teurer sein müssen, weil das Ganze sehr viel Geld kostet. Also in Deutschland könntest du das zu dem Preis gar nicht machen und anbieten, oder? Glaube ich auch nicht. Die haben auch ganz tolle Ausstattung, tolle Werkstatt, tolles Team, passt. So, und das hier, das werden wir heute nicht drehen, denn das kennen jetzt natürlich alle von 10, 20 Videos. Das ist der absolute ultimative Klassiker. Den gibt es nicht auf MAN als Vierschläfer. Nein, So, das muss auch sagen, ich würde mir den Vierschläfer nicht mehr holen, weil unten das Bettumbau, das baust du viel schneller um. Und wie oft ist man mit 4 Leuten unterwegs? Also wir sind so mit 3 Leuten. Am Anfang habe ich gedacht maximal, dann sparst du auch noch jede Menge Gewicht, glaube ich. Ja. also es ist halt so, dass das obere Bett so 38 Kilo wiegt und das untere sind gerade mal 10 Kilo. Und wenn man einen Vierschläfer nimmt, dann ist man besser dran geraten, das Auto aufzulasten. Peter Fischer, Nothelfer von dem Autohaus Nothelfer. Affinity Rottweil gibt man ein. Da kommt man auf dich drauf. Bitte Termin vereinbaren, weil der Peter ist ein gefragter Mann. Die Leute kommen gerne zu ihm. Jetzt ist ein bisschen ruhiger gewesen im November, Dezember. Man merkt, es wird wieder ein bisschen normaler, oder? Ja, es geht richtig los langsam. Und durch die warmen Tage, wo wir jetzt hatten, ist richtig was los gewesen. Affinity, da sind wir. Jacek. Er isst was. So, er hat nämlich nicht gewusst, dass ich komme. Das ist der Geschäftsführer, muss ich sagen, Jacek. Today we tested out this very neat car where you have 3 sleeping places, and I know that this car you invented for yourself. Yeah, this is the first because this is little bit modified the version which we base on the first Duo was made for the Fiat chassis. This is modifications, and this layout we copies, and we build on the MAN chassis. And in my opinion, this is absolutely perfect combinations. It means the interior layouts, which is attractive for customers, combined with the very well chassis. MAN, in opinion of our customers, much better than the Fiat. So we have the confirmations. It's a lot in the head of the people because the MAN is not so used so often, and it's for Germans, you know, Fiat. Yeah, it's a beautiful car and it's very useful, but in their mind it's more like VW than. Yeah, I think the new model of Fiat is much better than the version we know from previous time, but MAN. When I drive, this was my first experience with the MAN. I come here by this car,
And in my opinion, the comfort of driving is much bigger, much better. So What you need to do is, I'm if you close this ledge here, please, for me, and then you have to place an MAN logo here somewhere. Don't you think so? To be honest, we modified this wall. I know, a little bit higher. It will be a little bit different than in our first presentations and first prototype. And probably we find the place for the logo of MAN. Please come with me, and then we show the front, because your design, everything is based on design and usability. And this is your big... Your big USP means that people don't get any other car, any other layouts. They get something very special. Yeah, but I'm the architect. For me, it's very important how my motorhomes looks like, and I really focus it for the details, for the design. This is really important for me. Of course, I never forgot about the functional solution, because for every user, this is the most important, to get the product which will feel comfortable, if you can use without any problems. So I try to balance design and the functional solution. But I never forget about the vision, how my camper van looks like. This is really important for me. I'm really focused on it. So that's very important. And you're based I'm on... also the user of the campers. I tested by myself. So. Yeah, but you invented the two-sleeper for you. Yeah. To use it inside of towns and cities, capital cities, or something that you go that you can go inside. And this was a big dream, to have a car on 6 meters, because a lot of people ask for it. It's a little bit more than 6 meters, but you solved the problem with the space. For instance, you made the bathroom a little bit smaller to have more space for your headroom. Yeah, for the bed, because in my opinion, the first presentations, model was the bed was a little bit too narrow. That's why we modified, and now I think the space for sleeping is enough, and the bathroom is also easy for use, so for using. So I think it's the compromise. As usually, if you are limited by the carrossery, because in the van you don't have the chance to expand the body of the chassis. That's why we always looking for some good balance between the size of the bed, size of the bathroom, the space for the eating. This is always compromise. So when you did the changes. After Düsseldorf, because the first presentation was in Düsseldorf, and in my opinion, these changes must be done after. Also das Bett ist ein bisschen größer, die Backen sind ein bisschen größer. Jacek, I'm coming to visit you with Peter, and then we pick up your car, and he told me already that you have a little experience with the color of the wood. It's now matte. We plan to do some modifications in our interiors, and I hope you will see the result in the Düsseldorf, maybe faster. Thank you so much, Jacek. And we're going to see us in March, April. He said then it could be that our car is finished. And then everyone knows that they are driving an Affinity. And the name of this one is Series M. M, like MAN. Like MAN. Thank you so much. Vielen Dank. Dein Fazit? Thank you very much. Ich glaube, also von Interieur hat es mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, diese Farben wären mehr mein Fall, aber das kann man ja anpassen. So, aber das Helle ist wirklich schwer im Trend. Also das hier ist wirklich sehr gut. Das Graue ist ein bisschen, ich glaube auf Dauer vielleicht ein bisschen zeitloser. Wir werden sehen. Peter Fischer, Nothelfer, ich bedanke mich bei dir. Man kann Termine machen. Du bist der größte Affinity-Partner Europas. Und das Ganze ist wirklich entstanden aus einer guten Freundschaft zwischen dir und Jacek. Und man merkt ja auch, dass du ganz, ganz viele Sachen veränderst. Ganz wichtiger Hinweis, Affinity, das wissen vielleicht gar nicht die Leute, ist Teil der Kabe Group. Und wenn man Kabe kennt, die Fahrzeuge werden ja immer gefeiert bei uns. Das ist wirklich eine Firma, die Qualität produziert. Und da geht es auch bei Affinity drum. Qualität. Qualität, Qualität. Dankeschön. Was unterscheidet euch dann von Kabe nochmal direkt? Es wäre so eine schöne Abmod gewesen jetzt, ja. Was unterscheidet euch von Kabe? Zu Kabe? Ja. Kabe baut ja eigentlich auch viele Wohnwegen
und teilintegrierte, vollintegrierte. Wir haben uns eigentlich voll spezialisiert, rein auf Kastenwagen. Ich kann mir vorstellen, dass Kaabe auch so das eine oder andere sieht, was zum Beispiel Affinity macht und sagt, man kann vielleicht sogar das eine oder andere in die Serienfertigung mit übernehmen. Die bauen ja viel, viel mehr, also das ist ein bisschen Know-how-Transfer, aber ich glaube, zwischen den beiden, Kaabe und Affinity, hat es mächtig gefunkt, positiv, und das ist eine tolle Situation. Ich bedanke mich bei dir, wir müssen Schluss machen. Vielen Dank, Peter Fischer-Nothelfer. Ansonsten kann der Peter nämlich nichts mehr verkaufen hier und das wird dann zu teuer. Tschüss, danke. Ciao.